Er will seinen Vater rächen. Vielleicht sollte ich ihm mal erzählen, was für ein Arschloch das war. Dann erzähl ihm doch gleich auch, wie du ihn umgebracht hast. Ja, Sebastian, ich hab ihn umgebracht. Er hat's verdient. Sie hatte das Gefühl, ihre Schwester unterstützen zu müssen bei der Vortäuschung einer Straftat, weil sie ihren Mann ausgespannt hatte. Es gibt gar keine Fotos und keine Verletzungen, weil es gar keine Vergewaltigung gibt. Wenn ich mich hier hätte untersuchen lassen, dann wäre jetzt alles anders. Du standst unter Schock. Ich hätte einfach nur sagen müssen, was mir passiert ist. Das meinst du nicht ernst? Jetzt guck mich nicht so an. Ich hab dir nie was vorgemacht wegen meiner Vergangenheit. Ist vielleicht naiv von mir. Aber ich hatte geglaubt, du siehst inzwischen einiges anders. Was soll ich jetzt sagen, dass es mir leid tut? Das wäre gelogen. Sebastian, wenn es darum geht, das zu verteidigen, was mir lieb und teuer ist, da kenne ich keine Kompromisse und das wird sich auch nie ändern, ob es dir passt oder nicht. Ich habe jetzt einen Termin, wir können zu Hause weiterreden. Warte nicht auf mich. Bei mir wird's spät. Alles klar bei dir? Sag mal, hast du getankt? Können wir? Wehe, du reierst hier hin. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Halt! Ich will noch mit. Was ist denn das für einer? Irgend so ein Catering-Typ. Stell dir jetzt jeden ein. Oh Gott. Wann genau sind alle Männer zum Mem mutiert? Also Jessica, Sie schicken die Mail dann direkt an mich raus, ja? Ja, natürlich. Und sollten Sie irgendwelche Fragen haben, rufen Sie mich an. Treffen Sie keine Schwachsinnsentscheidung. Hallo. Ich habe eben meinen Arbeitsvertrag als Oberarzt im St. Vinzenz unterschrieben. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Herr Mendes, heute ist Ihr Glückstag. Wir haben endlich ein Zimmer für Sie frei. Und Timo und Leonie haben ein geeignetes Gymnasium gefunden. Ein Tag wie ein Schweizer Uhrwerk. Sie sehen, es gibt einiges zu feiern. 2 Glas von dem Barolo? Ja, wunderbar, Miriam. Gute Idee. Ja. Und haben Sie denn gar keine Sehnsucht nach dem Meer und den Palmen? Als Arzt muss man manchmal auch einen radikalen Schnitt machen. Wenn man eine ruhige Hand hat. Es waren ja nervöse Zeiten für Sie und Julia. Der Rest des Lebens beginnt genau jetzt. Düsseldorf scheint Ihnen wirklich gut zu tun. Interessante Stadt. So langsam komme ich wieder zu mir. Ja, dann warten Sie mal einen Karneval ab. Da ist Ihr Ballermann nichts gegen. Ich bin noch mal weg. Ja, schönen Gruß an Olli, ja? Ach, und schöne Grüße an Henriette. Richtig aus. Ja, also dann auf uns. Mit 30er. Besser? Zu feige, um die Beweise zur Polizei zu bringen. Zu feige, um einen Prozess zu finden. Vielleicht bin ich einfach nur zu feige, um zu leben. Das ist nicht dein Leben. Das ist der Ausnahmezustand. Hörst du? Und niemand, absolut niemand, hat hier irgendetwas vorzuwerfen. Eine Vergewaltigung, das ist keine Körperverletzung, das ist ein Angriff auf die Seele. Hier bin ich gesessen, genau hier. Und wieso habe ich nicht einfach alles gesagt und jetzt alles anders? Jetzt mach dich doch nicht so fertig. Du standest unter Schock. Kann ich Ihnen helfen?
Wenn jemand so offensichtlich schuldig ist wie Alexander, dann muss es einfach... Fakten zählen nicht, wenn sie hinter geschlossenen Türen geschaffen werden. Wir wollten gerade gehen. Ich bin vergewaltigt worden. Dann kommen Sie bitte mit. Nein. Es ist schon länger her, aber ich habe mich einfach nicht getraut, es anzuzeigen. Ist es nicht unhöflich, in Anwesenheit einer Dame ständig auf die Uhr zu schauen? Sie haben natürlich recht. Wahrscheinlich kommt er sowieso nicht mehr. Wer? Timo, wir waren verabredet. Was, sie hat offen zugegeben, dass sie deinen Vater umgebracht hat? Und sie bereut's kein Stück. Scheiße, und jetzt? Weiß ich nicht. Da willst du mit Ricardo darüber reden? Nein, das ist ganz allein meine Sache. Ich bin mir sicher, er wird die richtigen Entscheidungen treffen. Hallo, Nico. Hallo. Darf ich? Ja, danke. Setz dich doch. Auch ein Barolo? Oh ja, gerne. Nein, ich nicht. Ausnahmsweise werde ich mal erwartet. Oh. Der Kommissar. Oh. Fotos gemacht? Ja, aber nur Schnappschüsse von Passanten. Auf Julias Fotos waren meistens Felsen. Ich bevorzuge Menschen. Was machen die Asienpläne? Wann geht's los? Ich hatte auch immer vor, die Welt zu bereisen. Aber? Wie es halt so läuft. Studium, Praxis, Familie. Bitteschön. Dankeschön. Tja, jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Stimmt. Ich bin sowieso heimatlos. Timo ist so gut wie erwachsen, der kommt auch bestens ohne mich zurecht. Mann, Emilio, ich hab versagt. Kapierst du das? Ich bin ein absoluter Versager. Quatsch, Alter. Na klar, ich stand im Fahrstuhl 1 Meter von dieser Frau entfernt und ich habe nichts getan. Aber... Nichts aber. Ich stand einfach nur da. Neben der Frau, die meinen Vater auf dem Gewissen hat. Mann, ich bin so eine feige Sau. Emilio, ich will einfach nur wissen, was damals passiert ist. Ich halte das nicht mehr aus. Du bekommst deine Wahrheit. Ich weiß jetzt, was wir tun. Herzlich willkommen. Hallo. Oder willst du doch lieber nach Hause? Nee, das wirkt irgendwie so normal hier. Das ist schön. Hast du überhaupt Geld dabei? Nee. Ich auch nicht. Ich gehe noch mal schnell was ziehen, ja? Bis später. Was bedeutet das denn jetzt, dass sie abgehauen ist? Na, der Prozess wird fortgesetzt. Ob Marlene nun teilnimmt oder nicht. Aber in ihrer Abwesenheit wird man ihre Glaubwürdigkeit weiter untergraben. Oh, Dana. Mein Schatz. Ah, ja. Gott sei Dank, ja. Okay. Ja, und grüß Sie von uns, ja? Marlene ist mit Dana im Schneiders. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Was wollen Sie denn hier? Guten Abend. Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen. Was Sie zu bieten haben, das habe ich heute im Gerichtssaal gesehen. Und jetzt raus. Jetzt lass sie doch erst mal sagen, was sie zu sagen hat. Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, wie das alles gelaufen ist. Schon okay, Luca. Sie haben nur gesagt, was Sie gesehen und gehört haben. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Ja. Bringen Sie mir bitte die Weinkarte. Sehr gerne. Danke. Ihre Tochter ist in einer desolaten Verfassung. Das liegt wohl daran, dass dieser Prozess durch Sie zu einer einzigen Demütigung für unsere Tochter geworden ist. Ich wollte ihr einen Ausweg anbieten, um ihr einen weiteren Gesichtsverlust zu ersparen. Was soll das heißen? Es ist ja ganz offensichtlich, dass sich Ihre Tochter da in etwas hineingesteigert hat. Sie meinen, dass sie lügt? Ich könnte das Einstellen des Verfahrens bewirken, wenn Ihre Tochter sich entschließt, die Nebenklage zurückzunehmen. Warum sollte sie das tun? Erstens, weil sie den Prozess verliert. Und zweitens, weil ihr dann nicht qua Urteil bescheinigt wird, dass sie eine blühende und tendenziell paranoide Fantasie hat. So reden Sie nicht über meine Tochter. Und schon gar nicht in meiner Wohnung. Außerdem könnte ich ausschließen, dass mein Mandant eine Verleumdungsklage gegen Ihre Tochter hinterher schiebt. Das Prozedere ist denkbar einfach. Eine Unterschrift genügt. Danke. Bitte geben Sie nicht auf. So, und jetzt verschwinden Sie. Raus hier, sofort. Thomas, Sie müssen doch irgendwie nachempfinden können, was Marlene da durchmacht. Sie sind doch auch eine Frau. Ich glaube nicht an feministische Solidarität. Ich glaube an Beweise. Guten Abend.
Ja, war ja zu erwarten, dass Sie irrational reagieren. Nein, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Dann muss es eben anders gehen. Und ich weiß auch schon wie. Also, der Fahrdienst hat 24 Stunden Bereitschaft. Die Schichtwechsel sind 4 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 20 Uhr. Du hast gesagt, Ihr Flug geht früher, also übernehmen wir die Schicht ab 4. Was hast du gefunden? Hier, das sieht ganz gut aus. Das ist ein altes Kino. Steht seit ungefähr 96 leer. Roadsnet sagt 4,3 Kilometer von den Büros Linie Clarice Lahnstein entfernt. Vergiss es, die Ringstraße ist ab 19:30 Uhr und die ganze Nacht gesperrt wegen dem Schwerlasttransporter. Da stehen wir die ganze Nacht im Stau. Emilio? Ja? Ich danke dir, dass du mir bei der ganzen Planung geholfen hast. Aber ich will nicht, dass du mitkommst. Ich ziehe das alleine durch. Sag mal, machst du Witze? Ey, du machst doch schon in die Hose, wenn du im Supermarkt so viel Wechselgeld zurückbekommst. Alter, das ist kein Spaß. Du bist illegal hier, das weißt du selber. Bei dir reicht's, wenn du bei Rot über die Straße läufst. Wenn die Bullen uns kriegen, dann bist du als erstes dran. Hey Mann, das ist doch scheißegal. Du bist mein Bruder, ich lasse dich doch nicht im Stich. Sag mal, was ist denn das hier eigentlich? Hm? Das ist Lagerdorf und Söhne Industrie. Die stehen ungefähr seit 2 Jahren leer. Und was sagt denn Roadsnap dazu? Roadsnap sagt 5 Kilometer knapp. Bingo. Da haben wir unseren Plan. Ja, die Malaria-Prophylaxe habe ich schon hinter mir, aber die Impfung gegen Gelbfieber muss ich noch auffrischen. Und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas. Ich könnte das Serum organisieren und komme dann nachher bei dir vorbei. Dann musst du nicht extra ins Tropeninstitut. Gerne, danke. Aber jetzt stoßen wir erstmal auf deinen neuen Job an. Auch wenn er dein Fernweh nicht kurieren wird. Auf Asien. Und die Hoffnung, dass es noch ein wenig Geduld mit dir hat. Oh, das wird Timo sein. Du lässt ja lange auf dich warten. Ich wollte nicht die Erste sein. Alles Liebe zum Geburtstag. Es war gerade ein Missverständnis. Ich hatte auf einen anderen Anruf gewartet. Oh, ich war mir auch nicht sicher, ob du mit mir sprechen willst. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es sehr schade, aber ich kann es verstehen. Und grüß du bitte Timo ganz lieb von mir. Ihr feiert doch bestimmt. Ich muss Schluss machen. Okay, du hast bestimmt Gäste. Dann bis bald. Adios. On their vacancy signs. If there's no one beside you when you're so embarked. Ist etwas mit ihm? Das am Telefon war gerade. Julia? Es tut mir leid, aber ich fürchte, der Abend ist hiermit für mich gelaufen. I held my tongue as she told me, son. Was war denn los? Ein Anruf von Julia. So viel zum Thema harter Schnitt. Er hat seine Bewerbungsunterlagen hier vergessen. Sag mal, wir haben doch den... Ach, wusstest du, dass er heute Geburtstag hat? Ganz ruhig. Ich will nur mit dir reden. Darf ich? So wie ich das sehe, ist dein Zustand der beste Beweis dafür, dass du dich verrannt hast. Aber das muss nicht so bleiben. Ich kann dir dabei helfen, deine Fehler zu korrigieren. Es ist ganz einfach. Und du musst deine Familie und deine Freunde nicht weiter quälen. Papa, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los, Mann! Ich mach sie fertig, hören Sie? Sie sind ja genauso irre wie Tristan. Und Sie werden das bezeugen. Wie blöd. Ich habe nichts gesehen. Du bist doch! Lass die Finger von meiner Tochter! Falls du es immer noch nicht begriffen hast, ich werde morgen als unbescholtener Mann den Saal verlassen, während deine Karriere beendet ist. Alles gut. Guck mal böse. Hm? Guten Abend, die Herren.
Guten Abend. Frau Schneider, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Warum hast du mir nicht von Anfang an gesagt, dass du keine Aufenthaltsgenehmigung hast? Ich lasse mich nicht gerne anlügen, verstehst du? Ich weiß, und es tut mir leid, wirklich. Mhm. Aber dein bester Freund hat mir erzählt, dass du dringend einen Job suchst, weil du deine Familie in Venezuela unterstützt. Deshalb will ich noch mal ein Auge zudrücken. Hallo. Sag mal, Emilio, hast du Lust, bei den Renovierungsarbeiten mit anzupacken? Ohne Papiere schwarz? Ja, das wäre... Ich meine, klar, bei uns fällt das doch unter Nachbarschaftshilfe. Ich lasse einfach ein paar Scheine fallen, du findest sie und gibst sie mir nicht zurück. Ach, geil. Gut, dann rechne ich mit dir morgen früh um 7 bei mir auf der Matte. Morgen geht nicht. Da ist venezolanischer Staatsfeiertag zur Huldigung der Jungfrau von Juárez del Muerto. Da zu arbeiten, das ist, naja, eine Versündigung gegen... Gegen was? Gegen das Prinzip. Welches Prinzip? Das heilige Prinzip. Oh, du bist doch sonst nicht so katholisch. Naja, niemand kann sich das Nest aussuchen, in dem er geschlüpft ist, oder? Nein. Ich meine, ja. Naja, andere Länder, andere Sitten. Kann ich dann übermorgen mit dir rechnen? Claro que sí. Übermorgen ist super, danke. So, Timo, wir wollten doch, du weißt schon. Ey, ja, klar. Also dann... Timo, ich will mich da eigentlich nicht einmischen, aber kann es sein, dass du den Geburtstag deines Vaters... Ja, Ricardo? vielen Dank, Frau Schneider. Danke für die Info. Schönen Abend. Danke für die Info. Emilio, vielleicht sollten wir die ganze Sache verschieben. Wieso, weil Ricardo Geburtstag hat? Du hast doch selbst gehört, dass es ihm nichts ausmacht. Vielleicht hat er das einfach nur so gesagt. Jetzt hör mal zu, wir müssen die Strecke abfahren, wir müssen abchecken, wie die Schichtübergabe bei dem Fahrdienst läuft. Wir müssen das Video vorbereiten, du hast schlichtweg keine Zeit, um Ricardo beim Kerzenauspusten zuzusehen. Vielleicht habe ich auch einfach Schiss. Aber so eine Gelegenheit bietet sich kein zweites Mal. Du hast recht. Los. Holen wir uns ihr Geständnisse. Echt ein ziemlich krasser Laden. Wenn du willst, kann ich dir ein Praktikum oder einen Ferienjob besorgen. Vielleicht führt dein Weg hier eines Tages ganz zu uns. Glaube ich nicht. Ich hab's nicht so mit Fashion und Schickimicki. Wir werden sehen. Clarissa, was soll das? Eine kluge Auswahl, die auf der Messe Eindruck macht. Ich habe bereits eine andere Auswahl getroffen. Ich fahre nach Paris. Ich entscheide. Ich wollte nur helfen. Du willst die Machtfrage stellen. Geh doch schon mal vor ins Atelier. Frau Jäger hat bestimmt nichts dagegen, wenn du ihr etwas über die Schulter schaust. Du wirkst angespannt. Bist du dir sicher, du hast die Nerven für Paris? Clarissa, ich kenne deine Methoden. Sie sind plump. Um dich ins Stolpern zu bringen, reicht's. Was sagt eigentlich dein Mann zu deiner Hysterie? Denkst du, er ist mein Wunderpunkt? Ja, die Familie. Ein empfindliches Territorium. Die Familie. Deine Enkelin ist niedlich. Wäre schade, wenn sie zwischen die Fronten gerät. Also, dass du extra wegen der Impfung vorbeikommst, danke. Naja, Du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß, wie schwer vergessen ist. also wir können das mit der Impfung auch gerne auf morgen verschieben. Wie ich sehe, hast du noch was vor. Ja, und du auch. Ich? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute, Ricardo. Aber woher weißt Woher ich das weiß? Du solltest deinen Kram nicht überall liegen lassen. Das hat sich ja scheinbar gelohnt. Ich habe versucht, Timo zu erreichen, aber... Der macht bestimmt irgendwo Altbier-Selbstversuche mit Emilio. Und Arno kommt später. Wir sollen nicht auf ihn warten. Wenn ich bitten darf? Das sieht fantastisch aus. Möchtest du einen Schluck? Sehr gerne. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dir bestimmt etwas Schöneres mitgebracht. Spritz macht mich immer ganz nervös. Keine Panik. Auf der Uni nannten sie mich La Aguja Carinosa. Und das heißt? Das heißt sowas wie die zärtliche Nadel. Nach dem Dessert bin ich zu allem bereit. Dan hat mich gerade angerufen. Marlene ist zu Hause. Was willst du hören? Dass
dass du die Situation im Griff hast. Marlene verlässt sich auf dich. Ja, und sie wusste genau, was auf sie zukommt. Wir haben wochenlang das Für und Wider einer Anklage erwogen und sie hat sich dafür entschieden. Oh, Tristan, dieser Prozess war von Anfang an ein Risiko, weil wir nichts in der Hand haben. Marlene hat alle Beweise zerstört, sie hat sich mal für nötig befunden, sich untersuchen zu lassen. Ich kann nicht zaubern. Was soll das heißen? Dass du den Prozess verlierst? Das soll heißen, dass jetzt alles von ihrer Aussage abhängt. Wie oft soll ich dir das noch erklären, verdammt nochmal? Wenn sie das nicht packt, dann kann ich auch nichts mehr für sie tun. Graf Landstein, Frau Luise Mertens. Guten Abend. Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Na, dann schießen Sie mal los. Ich habe bereits mit Familie Wolf gesprochen. Allerdings haben sie, sagen wir, extrem emotional auf den Vorschlag reagiert, die Nebenklage ihrer Tochter zurückzuziehen. Emotional? Ja, das sagte ich gerade. Wenn Sie nicht ganz schnell von hier verschwinden, dann werde ich gleich extrem emotional. Ich hab's befürchtet, Zeit fürs zweite Dessert. Schau einfach nicht hin. Ich will aber nicht. Okay. Bereit, tapfer zu sein? Ja. Dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Aber denk einfach an deine Reise, dann ist alles halb so schlimm, oder? Apropos Wahrheit, ich hab dich belogen. Ich habe Timo gar nicht versucht zu erreichen und für Arno habe ich nur gedeckt, damit es nicht so offensichtlich ist. Was so offensichtlich ist. Dass ich gerne mit dir alleine bin. Ich mag es, wenn wir reden und ich fühle mich einfach gut, wenn wir zusammen sind. Ich weiß auch nicht. Dieses Angebot dieser Anwältin nicht vor Marlene verheimlichen. Das haben wir auch gar nicht vor. Sie soll erst mal schlafen. Morgen früh sprechen wir dann darüber. Obwohl ich der Meinung bin, dass es da nicht viel zu reden gibt. So, dass dieser Alexander hinter Gitter gehört, hat er heute Abend noch mal eindrucksvoll bewiesen. Man ist einfach nur sprachlos, oder? Wie kann dieser Kerl nur die Nerven haben, Marlene weiter unter Druck zu setzen? Also ich habe genug für heute. Ich fahre mal nach Hause. Ich gehe auch ins Bett. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. War vorsichtig, ja? Klar. Ich weiß, was du sagen willst. Ach ja? Ja. Ich hätte mich nicht gehen lassen sollen. Und ich hätte mich nicht prügeln sollen. Und so weiter. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich diesem Typen begegnet wäre. Dein Glaube in die Justiz scheint aber auch erschüttert. Soll ich dir mal was ganz Schreckliches sagen? Ich wünschte, er wäre tot. Wann haben wir Marlene das letzte Mal glücklich gesehen? Das ist lange her. Verdammt lange. Weck sie bitte nicht auf. Du willst sie wirklich mit nach Paris nehmen? Ja. Ich will sie nicht noch mal so vermissen wie in New York. Hast du denn überhaupt Zeit für die Kleine bei all deinen Terminen? Sebastian, ich nehme sie mit wie andere Mütter auch und vor Ort habe ich eine Nanny gebucht. Gut. Das kommt schon. Soll ich dich zum Flughafen fahren? Nein. Ich muss noch mal im Büro vorbei, Modelle abholen und von da an übernimmt der Fahrservice.
Okay. 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 Hey, jetzt komm. Ich wünschte, nichts würde zwischen uns stehen. Gräfin? Ihr Gepäck? Ja, bringen Sie es bitte nach unten. Na dann, ich hoffe, du kannst für Marlene noch was erreichen. Ich gebe mir Mühe. Viel Erfolg. Ich hatte eben so ein Gefühl. Und zwar, dass ich Leo zum letzten Mal sehe. Und was soll das bedeuten? Keine Ahnung, war eben so ein Gefühl. Ganz normal, die Nerven liegen blank. Also jetzt komm. Los, komm schon. Und irgendwelche Lösungen? Mensch, Tristan, hast du hier geschlafen? Schlafen wir übertrieben. Ich habe nachgedacht. Hm. Und worüber? Über Marlene. Ich weiß, dass ich gestern noch anderer Meinung war, aber ich denke, sie sollte das Angebot annehmen und die Klage zurückziehen. Verehrte Marlene von Lahnstein, mein Name ist Soraya Lemarque und ich schreibe Ihnen, weil ich von Ihrem Fall in der französischen Presse gelesen habe. Ich bin, wie Sie, ein Opfer sexueller Gewalt. Und ich habe es im Gegensatz zu Ihnen versäumt, den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Mag sein, dass wir diesen Prozess verlieren. Aber nur, weil sich das Gesetz mal irrt, kann das nicht bedeuten, dass man sich ihm entzieht. Und mit einem Verzicht auf ein Urteil schneidet man sich selbst jegliche Ehre ab. Welche Ehre, Marlenes oder deine? Tristan, beruhig dich. Ich war jahrelang schwer depressiv, habe mir selbst die Schuld gegeben, bis ich eines Tages von Rien hörte, eine Opferorganisation in Paris. Dort wurde mir klar, dass ich kein Einzelfall war und bin. 7 von 10 Vergewaltigungen bleiben ungesühnt. Du redest wie ein General, der seine Soldaten in die Schlacht schickt, obwohl er ganz genau weiß, dass sie längst verloren ist. Deine Arroganz hat absolut gar nichts mit dem zu tun, was Marlene jetzt braucht. Jede Frau, der so etwas passiert, ist am Boden. Und wenn sie dann auch noch den Prozess verliert, dann steht sie vielleicht nie wieder auf. Und daher ist es wichtig, dass es Frauen wie Sie gibt. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und daher eine Stimme haben, die ihr Gesicht zeigen und sich nicht in der Demütigung verkriechen. Ich scheiß auf dein Gesetz, wenn es dem Menschen, den ich liebe, die Seele zerreißt. Tristan, wo willst du denn jetzt hin? Wohin schon? Lassen Sie das Sprechen über das Schweigen triumphieren, den Mut über die Scham und hoffentlich auch das Gesetz über das Verbrechen. Hier. Bon voyage. Clarissa, du siehst zerknautscht aus. Du hättest deinen Schönheitsschlaf fortsetzen sollen. Wie ein Haschpapi mit Perücke. Ei, ei. Da ist ja die kleine Verbrecherbrut. Sprich sie nicht an. Dass du dich traust, sie mitzunehmen. Du weißt doch, wie gefährlich Flugreisen sein können. Und du hast nicht mal deinen starken Anwalt dabei, um dich zu beschützen. Du langweilst mich. Bist du
schon lange wach? Nein. Das war nicht geplant, falls du das denkst. Na gut, vielleicht ein klitzekleines bisschen. Aber mit dir ist es so einfach, so unkompliziert. Was ich damit sagen will, ist, du musst dich zu nichts verpflichtet fühlen. Ich spring mal schnell unter die Dusche. Wir müssen noch mit Marlene reden über dieses Angebot. Wir können dieses Angebot nicht annehmen. Dana? Nee, das glaube ich nicht. Sie wollte direkt zum Gericht kommen. Lass mal, ich mach schon auf. Na, vielleicht will sie auch, dass es vorbei ist. Wenn sie sich dazu entschließt, dann dürfen wir sie nicht kritisieren. Das sehe ich genauso. Obwohl ich hoffe, dass sie die Sache endlich durchzieht. Guten Morgen. Morgen? Ist Marlene schon wach? Nee, sie schläft noch. Ach, kommen Sie doch rein, wir sind gerade am Frühstücken. Danke. Wir sollten uns kurz unterhalten. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass Marlenes Leidensfähigkeit eine neue Grenze überschritten hat. Möglicherweise ja. Die Anwältin der Gegenseite war so nett, auch uns einen Besuch abzustatten. Ihr Angebot ist natürlich eine echte Unverschämtheit, aber... Aber? Jetzt mal raus damit. Angesichts der Tatsache, dass Alexander den Gerichtssaal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als freier Mann verlassen wird, sollte Marlene das Angebot in Betracht ziehen, um sich eine Demütigung zu ersparen. Offenbar hat Marlene Dana gestern angedeutet, dass sie sich tatsächlich überlegt, das Ganze fallen zu lassen. Guten Morgen. Ah. Oh, hallo, Schatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen? Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, bevor ich mich fertig mache. Oh. Heißt das, du machst weiter? Ja. Das ist ein sehr mutiger Schritt von dir, Marlene. Aber ich mache mir große Sorgen um dich. Und ich will, dass du weißt, dass jeder es verstehen wird, wenn du die Klage zurückziehst. Das kann ich nicht. Es gibt einfach Dinge, die sind größer als man selbst. Und die wären? Gerechtigkeit zum Beispiel. Die ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Ich habe eine Stimme, also werde ich sprechen. Sie sind zu weit gefahren. Zum Flughafen hätten wir rechts abbiegen müssen. Hey, wo fahren Sie hin? Ich habe gesagt, ich will zum Flughafen. Wir fahren aber nicht zum Flughafen. Wir fahren aber nicht zum Flughafen, Tanja. Suchen Sie das hier? Den Blick kenne ich. Offensichtlich nicht. Bedeutet nämlich, lass mich in Ruhe. Quatsch. Er bedeutet, bitte, Sonja, sei so aufdringlich wie immer, weil ich unbedingt reden muss. Du fragst dich, soll ich anrufen oder warten, bis sie sich meldet? Was wollen Sie von mir? Wollen Sie Geld? Ja, was haben Sie mit uns vor? Jetzt reden Sie verdammt noch mal! Aber du vermisst sie jetzt schon. Gib's zu. Ja, und die Kleine. Ey, die hat ein Baby dabei? Was machen wir denn jetzt? Cool bleiben. Wir gehen genau nach Plan vor. Du setzt sie unter Druck und ich kutschiere euch so lange durch die Kante, bis du das Geständnis auf Band hast. Mit einem Baby an Bord oder was?
Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Das kann uns doch helfen. Überleg doch mal. Sie hat Angst um sich und das Baby. Sie wird reden. Angst, Alter, die Alte flippt total aus. Timo! Könnt ihr zwei euer Schultheater kurz unterbrechen? Ich brauche die Babytasche hinten aus dem Kofferraum. Jetzt lass dich ja nicht einwickeln, Mann. Timo, meine Tochter hat Hunger. Ey, jetzt mach keinen Scheiß! Danke. Unser Abschied war eine absolute Katastrophe. Und jetzt sitzt sie im Flieger nach Paris. Und wahrscheinlich wird sie mich auch noch warten lassen, obwohl sie längst angekommen ist, so wie ich sie kenne. Oh, ich muss los. Nach deinem Plädoyer für Tanja bin ich sicher, du wirst vor Gericht gewinnen. Ja, vielleicht. Mach's gut. Tschüss. Die hat mich erkannt eben. Und wenn du sie jetzt laufen lässt, geht sie sofort zur nächsten Polizeistation und dann sind wir beide nämlich dran. So, ich muss jetzt pissen. To